hat wie viel Platz in den Straßenräumen. Wir freuen uns auch, dass eben die Schülerinnen die Möglichkeit haben, hier mit den Studentinnen in Austausch zu sein. Das Wichtige an Cultural Coalition ist, dass wir diesen Dialog, diese Denkweise, kreative Denkweise, um an wissenschaftliche Themen heranzugehen, der nächsten Generation offerieren. Diese Kombination von Kunst und Wissenschaften, das ist immer etwas, was mich schon immer interessiert hat. Man sagt immer so landläufig, das schließt einander aus. Das glaube ich überhaupt nicht. Das ergänzt einander. Und das habe ich halt versucht, in meinen Arbeiten auch so umzusetzen. Also die Arbeit mit diesen Package Materials, also mit diesen Verpackungsmaterialien, dieses Upcycling, Downcycling. Recycling ist für mich ein Ansatz, wo ich denke, okay, mit den Ressourcen, die vorhanden sind, zu operieren, zu arbeiten, aus Vorgefundenem einfach etwas Neues zu schaffen. Die Motivation, warum wir mit einer Realistenklasse, wie es so schön heißt, hierher kommen, ist, dass wir die Mädchen im Alter zwischen 10 und 14 motivieren und sie engagieren können, später dann einmal in der Oberstufe die Technik nicht außer Acht zu lassen und früher oder später hierher zu kommen, zu studieren. Deswegen finden wir auch das Engagement der TU hier sehr angenehm. Also die Ausstellung, die hier entstanden ist, wurde mit einer Masterclass von Raumplanung und Architektur entwickelt und die haben sensationelle Arbeit geleistet. Also wenn man die Stationen anschaut, sind die unheimlich innovativ, mit sehr viel Liebe und Kreativität ausgearbeitet. Die haben insofern alle was mit dem Leben der Kids zu tun. Ja? Klimawandel, Städte. Städte sind die Orte, wo die Kinder leben. Klimawandel ist das, wovon sie betroffen sind. Wir machen nicht bei der Rettung der Erde und für den Klimaschutz. Wir machen nicht bei der Rettung der Erde. Wir brauchen kreative Ansätze, um Lösungen zu finden. Und wir müssen natürlich das ansetzen bei der nächsten Generation. Und wenn wir das schaffen, dann schaffen wir das Biotop, das wir brauchen, um neue Talente heranzuziehen. Der Mehrwert für die Studenten ist natürlich, dass sie sich auch auseinandergesetzt haben, wie sie ihr Wissenschaftsthema der nächsten Generation erklären können. Siehst du die Leistung, wo die Pflege noch ist? Das kann man sehr, sehr gut beobachten. Also wie respektvoll die Schülerinnen und die Studierenden miteinander umgehen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine ganz andere Form der Aufmerksamkeit zwischen diesen beiden Gruppen ist, weil sie auch altersmäßig einfach ein bisschen dichter sind. Ich glaube, das ist eine wirklich gute Grundlage auch, um nochmal innovative neue Vermittlungswege zu gehen. Und das ist natürlich für uns auch total spannend. Das ganze Konzept ist ein sehr, sehr rundes und lebt eigentlich von dem Engagement von den unterschiedlichen Partnern, die sich da einbringen und die das ganze Konzept Cultural Coalition weiterentwickeln und weitertragen. Wir freuen uns wahnsinnig über die Unterstützung von Unternehmen und Fördergeberinnen. Als Mama und Akademikerin weiß ich, wie wichtig es ist, seinen Kindern eine Vielzahl an Möglichkeiten für die Zukunft aufzuzeigen. Ich finde, das ist ein wichtiger Aspekt auch zu bedenken, dass Lehrer einfach auch in der Architektur und Raumplanung viel Material bräuchte und braucht. Erst recht, wenn man solche innovativen Formate entwickeln möchte oder weiterentwickeln möchte. Wir brauchen Ressourcen für gute Bildungsräume.